Willkommen zum E-Learning in thermischer Solartechnik 2 des Studiengangs Erneuerbare Energien und Umwelttechnik. In dieser Folge behandeln wir die Wärme- und Schichtungsverluste eines Warmwasserspeichers. Wärmespeicher und im speziellen Warmwasserspeicher werden in fast jedem Haushalt eingesetzt. Mit vermehrter Nutzung von erneuerbaren Energien wie Solar- oder Windenergie nimmt die Nachfrage an Speichern weiter zu. Dies, weil mit Sonne oder Wind nicht permanent Energie produziert werden kann. Damit der Energiebedarf trotzdem zu jedem Zeitpunkt gedeckt werden kann, braucht es Speicher. Begeben wir uns in den Keller eines Hauses. Hier befindet sich der Energiespeicher. Wird mit Sonnenkollektoren oder einer Wärmepumpe mehr thermische Energie produziert, als im Haushalt benötigt, kann sie hier gespeichert werden. Sobald der Wärmebedarf die Produktion übersteigt, kann Wärmeenergie wieder aus dem Speicher entnommen werden. Jetzt betrachten wir diesen Wärmespeicher etwas genauer. Damit dieser seine Aufgabe möglichst gut erfüllt, sollte er nur so wenig wertvolle erneuerbare Energie wie möglich verlieren. Es gibt prinzipiell zwei Arten von Effizienzverlusten bei Wärmespeichern. Zum einen verliert der Speicher Wärme an die Umgebung. Diesen Verlust können wir reduzieren, indem wir den Speicher lückenlos und eng anliegend dämmen und alle angeschlossenen Rohre, welche nicht permanent durchströmt sind, nach unten führen. Die zweite Verlustart dürfte den meisten weniger gut bekannt sein. Sie entsteht, wenn im Speicher warmes und kaltes Wasser gemischt wird. Man bezeichnet dies auch als Schichtungsverlust, weil sich Schichten mit verschiedenen Temperaturen mischen. Dabei geht keine Wärmeenergie verloren, denn das Gesetz der Energieerhaltung verhindert dies. Reduziert wird die Qualität der Energie, was man in der Thermodynamik als Exergieverlust bezeichnet. Um Exergie bewahren zu können, muss eine gute und dauerhafte Temperaturschichtung im Speicher erreicht werden. Wie aber entsteht eine solche Temperaturschichtung? Weil warmes Wasser spezifisch leichter ist als kaltes, steigt es auf und bleibt dort. Umgekehrt sinkt kaltes Wasser und schichtet sich unterhalb von heißem Wasser ein. Wir demonstrieren dies anhand des folgenden Beispiels. Sowohl Milch als auch Kaffee bestehen größtenteils aus Wasser. Dichteunterschiede sind somit hauptsächlich auf die Temperatur zurückzuführen. Gießen wir kühlschrankkalte Milch in heißen Kaffee, so sinkt diese nach unten und bildet eine Schicht unter dem Kaffee. Dieser Effekt resultiert aus der Dichtefunktion von Wasser. Oberhalb von 4 Grad Celsius nimmt die Dichte des Wassers mit steigender Temperatur ab. Diese physikalische Eigenschaft erklärt die Temperaturschichtung in der Kaffeetasse. In unserem Wärmespeicher funktioniert die Schichtung von Wasser auf dieselbe Weise. Diverse Wärmeerzeuger können Wärme auf verschiedenen Temperaturniveaus liefern. Öl-, Gas- oder Holzheizkessel nutzen Verbrennungsprozesse und können problemlos und ohne große Effizienzverluste auch sehr heißes Wasser mit 60 Grad Celsius und mehr liefern. Dieses wird zuoberst in den Speicher eingeleitet. Solarkollektoren und Wärmepumpen verlieren hingegen an Effizienz, wenn sie höhere Temperaturen liefern müssen. Deshalb werden Mitteltemperaturzonen beladen. Zuunterst kann Wärme aus Wärmerückgewinnung oder solare Vorwärmeenergie eingeleitet werden. Auf der Verbraucherseite wird das Brauchwarmwasser zuoberst bezogen. Es muss aus hygienischen Gründen mit mehr als 50 Grad Celsius zur Verfügung gestellt werden. Die Raumwärmeverteilung eines modernen Hauses braucht nicht mehr als 30 bis 40 Grad Celsius. Diese Wärme kann aus dem mittleren Bereich des Speichers entnommen werden. Im untersten Bereich kann kaltes Wasser von 10 Grad Celsius auf 20 oder 30 Grad vorgewärmt werden, bevor es auf ein höheres Temperaturniveau gebracht wird. Damit dies alles effizient funktioniert, braucht es eine gute Speicherschichtung. Eine Schichtung kann aber auch verhindert oder gar zerstört werden. Geschehen kann das hauptsächlich durch 3 Prozesse: Wärmeleitung und Diffusion, turbulente Einströmung, mitreißende Strömungen. Wärme wandert stetig von warmen zu kalten Bereichen. Einerseits durch Wärmeleitung im Speichermantel und in Speichereinbauten, andererseits durch die molekulare Bewegung der Wasserteilchen, der Diffusion. Diese Art des Temperaturausgleichs im Speicher ist vor allem dann relevant, wenn die Wärme lange gespeichert werden soll und große Temperaturunterschiede im Speicher bestehen. Wir betrachten den Einfluss von Wärmeleitung und Diffusion für 2 Speicher mit gleichem Inhalt, jedoch unterschiedlichem Verhältnis von Höhe zu Querschnittsfläche. Nach einer gewissen Zeit ist im breiten Speicher mit geringer Höhe nur noch gemischtes lauwarmes Wasser vorhanden. Der schlanke und hohe Speicher
hat genau dasselbe Speichervolumen, verfügt jedoch nach der gleichen Zeit noch immer über eine ausgeprägte Temperaturschichtung. Speicher müssen hoch und schlank gebaut werden, damit Wärmeenergie über längere Zeit geschichtet eingelagert werden kann. Denn die Wärmemenge, die durch Diffusion übertragen wird, ist proportional zur Temperaturdifferenz und zur Querschnittsfläche. Die zweite Art der Schichtungsstörung wird bei der Be- und Entladung über die Speicheranschlüsse verursacht. Fließt Wasser mit hoher Geschwindigkeit in den Speicher, so entstehen Turbulenzen und impulsreiche Strömungen. Wir sehen zwei fast identische Speicher. Der linke Speicher verfügt über keinerlei Strömungsberuhigung, sodass das einströmende kalte Fluid mit 0,56 Metern pro Sekunde ungebremst in den Speicher strömt. Der rechte Speicher jedoch verfügt über eine Prall- und Umlenkplatte. Diese erweitert den Fließquerschnitt und beruhigt die Strömung, sodass am Ende der Prallplatte das Wasser mit weniger als 0,1 Meter pro Sekunde horizontal in den Speicher einströmt. Die Strömungssimulation zeigt den Unterschied deutlich. Im linken Speicher schießt das einströmende kalte Wasser durch den ganzen Speicher hindurch, trifft auf die gegenüberliegende Wand und wird dort abgelenkt. In der Folge vermischt sich dieses kalte Wasser mit wärmeren Schichten im oberen Speicherbereich und reduziert dort den Warmwasservorrat stetig. Im rechten Speicher, mit eingebauter Strömungsberuhigung, bleibt die Temperatursprungschicht unverändert, sodass der Warmwasservorrat auch über längere Zeit erhalten bleibt. Wenn Wasser mit anderer Temperatur und somit mit einer anderen Dichte als das umliegende Fluid in den Speicher fließt, wird es nach oben oder unten abgelenkt. Auf dem Weg zur entsprechenden Speicherhöhe reißt dieses Fluid einen Teil des umliegenden Fluids mit und mischt sich mit diesem. Je länger der zurückgelegte Weg im Speicher ist, desto stärker wird die Speicherschichtung negativ beeinflusst. Idealerweise wird das einströmende Wasser direkt auf der richtigen Höhe eingespeist. Gewisse Wärmeerzeuger, wie zum Beispiel thermische Solaranlagen, liefern keine konstanten Temperaturen. Dadurch variiert die geeignete Beladungshöhe im Speicher. Hierfür können vertikale Schichtlader eingesetzt werden. Das einströmende Wasser fließt so lange im Schichtladerohr nach oben, bis es dieselbe Dichte wie das Fluid außerhalb des Rohres aufweist. Dort tritt es durch eine Öffnung in den Speicher ein. Es kann aber passieren, dass Wasser beim Vorbeiströmen an Öffnungen im unteren Speicherbereich kälteres Fluid aus dem Speicher ansaugt. Dieser sogenannte Bernoulli-Effekt ist unerwünscht und deshalb werden Schichtlader manchmal mit Rückschlagklappen oder anderen Vorkehrungen ausgerüstet, welche dies verhindern sollen. Wärmespeicher kennen zwei Arten von Verlusten. Erstens Wärmeenergieverluste. Diese werden durch eine fachgerecht ausgeführte Wärmedämmung und durch nach unten geführte Anschlüsse reduziert. Zweitens Exergieverluste. Eine gute Temperaturschichtung im Speicher minimiert diese Verluste. Für eine gute Speicherschichtung sind folgende Punkte entscheidend. Erstens Wärmeleitung und Diffusion durch hohe und schlanke Speicher niedrig halten. Zweitens Einströmungen auf unter 0,1 Meter pro Sekunde beruhigen. Drittens Wasser auf der passenden Speicherhöhe zuführen. Bei variabler Temperatur des Wärmeerzeugers kann dies auch über Schichtlader erfolgen.